Hallo zusammen, in diesem Video möchte ich euch unseren kleinen Bachlauf namens Tiny River vorstellen und im Anschluss noch ein Terrarium für Pfeilgefrösche einrichten. Da braucht es neben dem Tiny River eigentlich nur ein paar Dekomaterialien und man hat in kürzester Zeit ein schönes und funktionales Terrarium eingerichtet. Der Bachlauf selbst ist schön strukturiert, wodurch wir hier auf der einen Seite Vertiefungen haben, in denen dann später verschiedene flache Wasserbereiche entstehen, denn tieferes Wasser sollte man bei Pfeilgefröschen unbedingt vermeiden. Auf der anderen Seite haben wir auch höher gelegene Bereiche, die dann dauerhaft trocken bleiben. Denn auch wenn unsere tropischen Frösche natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit und auch Wasserflächen benötigen, trockene Bereiche sind bei der Haltung auch sehr wichtig. Außerdem haben wir hier noch ein paar Vertiefungen im Bachlauf. Die kann man nutzen, um zusammen mit etwas Substrat lebende Pflanzen einzubringen. Alternativ kann man auch diese Vertiefung mit etwas Moos auspolstern, mit Laub oder ähnlichem abdecken, um so Rückzugsmöglichkeiten für die Frösche zu schaffen. Als drittes wäre noch eine Option, diese Vertiefungen zu nutzen, um hier Laichhöhlen für die Tiere zum Ableichen zu schaffen. Eine kleine regulierbare Pumpe mit 2 Filterkammern ist auch mit dabei, die einfach am Auslass anschließen und hier unter dem Bachlauf positionieren, und zwar hier vorne, dass ihr durch diese Öffnung hier Zugang zur Pumpe habt, wenn ihr die mal warten oder reinigen möchtet. Das Kabel könnt ihr dann einfach an der Rückseite oder der Seite hier verlegen. Dabei entsteht durch die Kabeldicke natürlich ein kleiner Spalt. Wenn euch der stört, könnt ihr das Material ganz einfach mit einer Schere oder einem Cuttermesser etwas einschneiden, um euch hier einfach eine Kabelführung zu schaffen. Alternativ könnt ihr diesen kleinen Spalt natürlich auch einfach mit Moos oder ähnlichem abdichten. Durch diese Öffnung hier vorne kann ich später auch gut Wasser einfüllen oder auch ablassen, zum Beispiel für einen Teilwasserwechsel. Damit kein Frosch in diesem Bereich unter dem Bachlauf kommt, decke ich das Ganze anschließend mit dieser etwas schwereren Platte hier ab, damit es sicher verschlossen ist. Das waren, denke ich, die wichtigsten Punkte. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Jetzt geht's ans Dekorieren. So, ich habe ein bisschen Dekoration besorgt und ein Terrarium. Das Starterkit 50 cm, da passt dieses Modell nämlich perfekt rein. In Terrarien mit etwas größeren Abmessungen funktioniert das Ganze auch. Ihr könnt die freien Bereiche um den Bachlauf drumherum einfach mit einer Drainageschicht auffüllen, also so Blähtonkugeln, wie zum Beispiel unser Hydro Drain. Pumpe anschließen und ab ins Terrarium damit. Damit haben wir auch schon die grobe Grundausstattung fertig. Vorteil ist auch, ihr könnt das Ganze natürlich auch sehr einfach wieder herausnehmen, wenn mal eine größere Grundreinigung ansteht. Im nächsten Schritt geht es dann ans Dekorieren. Da könnt ihr euer Terrarium ganz nach euren Wünschen gestalten. Wichtig ist nur, mehr Struktur ins Terrarium zu bringen und Kletter- und Versteckmöglichkeiten schaffen. Dafür eignen sich solche feuchtigkeitsresistenten Hölzer wie dieses Opuva-Holz sehr gut. Ihr könnt Kunstpflanzen oder lebende Pflanzen einbringen, ganz nach eurem Geschmack. Wichtig ist auch noch eine Bodenschicht mit einzubringen, bestehend aus Moosen, Laub ist sehr gut, Nussschalen könnt ihr auch verwenden. Denn mit dieser Bodenschicht schafft ihr erstmal ein sehr gutes Mikroklima im Terrarium. Auf der anderen Seite schafft ihr auch zahlreiche Versteckmöglichkeiten, nicht nur für die Frösche, sondern auch für Futterinsekten, was dann dazu führt, dass die Frösche regelmäßig diese Bodenschicht nach möglicher Beute durchsuchen und somit eigentlich immer was zu tun haben. So, damit sind wir auch schon fertig. Wasserläuftechnik ist angeschlossen. Ich lasse das Ganze 2-3 Tage einlaufen, damit sich das Terrarienklima einpendeln kann, bevor die Frösche einziehen. Aber keine Panik, ich packe euch ein paar Aufnahmen der Tiere in ihrem neuen Zuhause in den Abspann mit rein. Noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr sehr kleine Frösche oder andere Tiere hierin halten möchtet, der kleine Spalt, der zwischen Bachlauf und Terrarienwand entsteht, könnt ihr in dem Fall ganz einfach mit etwas Kies oder feinem Sand auffüllen, damit hier keine Rückzugsmöglichkeit entsteht, die ihr nicht haben möchtet. Schaut euch auch gerne noch das zweite Video an vom zweiten, etwas größeren Tiny River Modell. Das hat noch ein paar weitere Features am Start.
Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald.